Okay, we're ready. Ich darf heute. Okay, soll ich? Oder willst du? Bitte. Yes. Ja, Yes. endlich. Du hast gelernt. Ne, wunderbar. Ich begrüße heute bei uns im Studio Bartholomäus. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Wunderbar. Thanks for having me. Klar. Gut, ich habe das richtig ausgesprochen. Und du bist Künstler, du bist Designer, du bist Fotograf. Wie kam das alles zustande? Das ist eine längere Geschichte tatsächlich. So dieses Schneiderische liegt mir sozusagen im Blut, denn meine Mutter hat eine Ausbildung gemacht als Konfektionstechnikerin. Also bei uns in der Familie wurde schon immer genäht, gestaltet, was weiß ich. Und vor dem Studium also für mein eigenes Studium habe ich angefangen, eine Ausbildung zu machen und habe sie auch zu Ende gemacht als Kostümschneider. Die Bezeichnung ist Herren- und Damenschneider. Ich habe allerdings in einer Theater-Kostümschneiderei gelernt und dort das Handwerk ausgeübt. Und dort habe ich für Theater sozusagen, es war eine Schneiderei, die für ein Theater zugeschneidert hatte, ne, als Auftragnehmer. Und so habe ich das dann angefangen mit dieser Designgeschichte und genau. Und habe dann irgendwann im Studium angefangen, einfach Sachen zu gestalten. Und das hat sich dann irgendwann so herauskristallisiert, dass ich das mit einer Frau hier zusammen aus Wiesbaden gemacht habe. Wir haben so eine Firma aufgemacht im Bereich Bühnengestaltung und Ausstattung. Ne? Habe dann aber schnell gemerkt, dass diese Auftragsarbeiten nicht das sind, was ich eigentlich machen will, so von 0 auf 100 irgendwelche Aufträge erfüllen. Und habe schnell gemerkt, dass ich irgendwas Freies machen muss, als Ergänzung zu meinem eigentlichen Ausbildungsberuf, den ich jetzt immer noch ausübe bei der Stadt Wiesbaden. Bei der Stadt Wiesbaden. Und was genau, wenn du verraten darfst? Ja, ich bin im Eventmanagement der Stadt Wiesbaden beim Amt für Soziale Arbeit und wir machen Kinder- und Jugendkultur und Erwachsenenkultur an verschiedenen Orten in Wiesbaden und bringen so auch Leute zusammen und haben ein super motiviertes Team und kenne natürlich durch diese Arbeit auch viele Kulturschaffende, die in Wiesbaden tätig sind und ja, es macht viel Freude, die Menschen zu engagieren. Auf jeden Fall. Und dann eine ganz, ganz, ganz wichtigere Säule für die Kultur, die junge Generation zu integrieren. Absolut, absolut, genau. Also natürlich haben wir eine kleine Vorbildfunktion, aber am meisten macht es Spaß, wie wir schon vor der Aufzeichnung thematisiert haben, dass es unglaublich viel Spaß macht, Menschen zusammenzubringen und als Multiplikator zu dienen, um anderen Menschen vielleicht was zu zeigen, was sie vorher noch nicht gesehen haben. Das ist das Spannende an der Arbeit. Und es ist auch schon mal gut, wir hatten ein Projekt jetzt im Saarland und wir haben auch darüber gesprochen, wie wichtig ist, dass die Politiker investieren in echte Intelligenz und nicht an die künstliche Intelligenz. Absolut Diese richtig. Miteinander, oder? Ja. Und dieser Austausch, Emotionen zu erleben und nicht hinter dem Bildschirm. Das ist absolut richtig. Aber ich glaube, da hat Wiesbaden jetzt einen ziemlich guten Kurs gefahren. Ich bin guter Dinge und blicke eigentlich sehr positiv in die Zukunft, trotz der ganzen Scheiße, die auf der Welt passiert. Oh ja, da hast du recht. Und wie kam es mit dem Fotografie? Die Fotografie war schon immer so ein Steckenpferd, weil also die Sachen, die ich für den Körper gestalte, sprich die Skulpturen oder die tragbaren Installationen, wie ich es manchmal nenne, entstehen ja nicht zum Zwecke, ich gehe damit zum Bäcker oder einkaufen oder sowas, sondern die Dinge entstehen immer mit dem Fokus, wir kreieren ein Bild zusammen. Und ich sehe die Sachen, die ich so mache, bei der Bekleidung als auch eine Kommunikationsplattform. Ne? Also ich überlege mir was aus freiem Willen, das ist für mich bei der Gestaltung auch so eine Art der Meditation und höre dann besondere Musik und so weiter. Die Sachen entstehen immer mit dem Fokus auf einen Film oder auf das Bild. Also wie wirkt das sozusagen als Gesamtkomposition und nicht wie, also ich muss das irgendwie praktisch tragen oder sowas in der Richtung. Das spielt keine große Rolle, sondern eher das Bild im Fokus. Und die Fotografie war schon immer sehr wichtig, weil ich schon immer irgendwie versucht habe, die Welt in ein Quadrat zu ordnen und daraus irgendwie so eine Komposition zu bilden. Und habe dann irgendwie während der Shootings, als ich die Sachen ausgeliehen habe, halt Making-ofs gemacht mit meiner Kamera, damals mit einer Nikon, mit einer alten. Und so habe ich mich dann reingesteigert sozusagen und und fotografiere jetzt Menschen, die ich
irgendwie wichtig finde, die mich abholen, die irgendwie einen besonderen Ausdruck haben oder die was Besonderes machen. Und so ist es dann spannend, einfach diese Begegnungen entstehen zu lassen. Ja, das ist herrlich. Und wo kommt die Inspiration? Warum Menschen? Bei der Fotografie meinst du Ja, jetzt? Also ich bilde ja bei der Fotografie in den seltensten Fällen im Menschen ab mit meinen Kostümen. Was mich da bei der Fotografie sehr reizt, ist einfach so das Echte eher, ne? Also die Persönlichkeit und so. Und ich glaube, wenn du wirklich richtig gutes Foto machen möchtest, dann musst du auch irgendwie zu der Person in Kontakt treten. Und das ist auch sehr, sehr wichtig bei der Fotografie, wie ihr ja wisst, oder beim Film. Man muss die Menschen irgendwo abholen und das finde ich das Spannende. Also dieses pure im Endeffekt, oft in Schwarz-Weiß, oft auch auf Film, halt analog. diese Könige, ne? Genau, das Mhm, Kornige. mhm. Und die Fotografie auf Film ist nochmal so ein Schritt zurück und er enthält auch in meinem Verständnis auch so eine gewisse Spannung und ist für mich zum Beispiel reizvoller als ein digitales Bild, weil du auch darauf warten musst, weil du den Entstehungsprozess kennenlernen musst, du musst wissen, welche Chemie du zusammenmischt und so weiter. Das kann schon eine sehr, sehr hohe Kunst sein und ein großartiges Handwerk. Oh ja, oh ja. Und diese Phase, es ist sehr, sehr, sehr schnell überhaupt Anerkennung zu bekommen, ein Foto. Und was heutzutage ist, hat den Preis wirklich verloren, oder? Den Wert. Es verliert vielleicht an Wert. Ich finde, das wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren die Videobranche oder die Bilderbranche, nenne ich es einfach mal, auch grundlegend ändern, weil das, was heutzutage digital möglich ist mit Journey und wie die alle heißen, entwertet das Bild auf jeden Fall. Ne? Also man kann innerhalb von Sekunden sozusagen ein fotorealistisches Bild entstehen lassen, bei dem du nicht mehr erkennen kannst, ob das eine reale Person ist oder nicht. Ich finde das auf der einen Seite für mich beängstigend irgendwie, aber auch sehr spannend, weil ich sehr von der Technik fasziniert bin. Und was wir mittlerweile machen können mit Gestaltungsformen, finde ich auch bemerkenswert. Also ich habe zuletzt zum Beispiel mit ChatGPT ein ganz spezielles Entwicklungsverfahren zusammen entwickelt mit einem abgelaufenen Entwickler für Fotografie und der konnte mir genau sagen, welche Mischung ich mischen muss, um ein Foto draus zu machen. Und das finde ich auch cool. Wahnsinn. Ja, wenn man richtig nutzt und benutzt, dann kann man auch natürlich Vorteile daraus Ja, ziehen, ne? absolut, absolut, ja. Ja. Aber das merke ich auch zum Beispiel, ich habe jetzt Zachary heute gezeigt, weil ich ab und zu alte Fotografie sammeln und kaufe und finde ich so faszinierend, von verschiedenen Gramm und verschiedene Farbtöne und etc. Und er meinte so, warum? Du kannst du auch auf Internet einfach mal ausdrucken lassen. Und ich, nein, es ist nicht das Gleiche, also das Wert ist anderes. Ja, du sagst immer das. Ja, und da gab es auch einen Artikel, dass diese Farbmischung, auch Fotografien, die in Museen ausgestellt sind, dass die auch verblasen oder durch die chemische Reaktion, was entstanden ist, jetzt gibt Vorteile, Nachteile und ist schon verrückt, ne? Auf jeden Fall. Ich hatte mal, es gibt ja so ein paar Leute, die sich auch immer noch so auf diese alten analogen Verfahren spezialisieren oder sich selbst beigebracht haben. Da kenne ich auch ein paar aus Frankfurt, die Umgebung und so weiter. Die fotografieren noch auf alten Glasplatten, so wie es früher mal war. Und wenn du sowas mal gesehen hast, wie sowas entsteht, wie lange es dauert und du hast quasi nur ein Bild und das darfst du nicht verkacken, das muss funktionieren, sonst bist du gleich ein paar 100 € los oder so. Und genau, das finde ich auch sehr faszinierend irgendwie, ne? Also diese ganzen Handwerksgeschichten einfach und die Entstehung des Bildes, die ganze Geschichte, wenn man das irgendwie zurückverfolgt, wie viel Arbeit das im Endeffekt war, sowas zu erfinden überhaupt, finde ich total Oh ja. spannend und genau, also ich bin da immer wieder fasziniert davon. Oh ja, warte mal, ich zeig dir mal was. Ich bin sehr gespannt, ob du diese Technik kennst. Natürlich kennst, ja. Aber als ich das bekommen habe, dachte ich, ist das ein echtes Foto oder was ist denn das genau? Also ich konnte am Anfang nicht wirklich damit anfangen. Ah, guck mal, ja. Das ist auf einer Silberplatte sehr wahrscheinlich, ich zeig's mal kurz in die Kamera, wenn man das sieht. Kannst du Weißt mal nicht so. sehen? Mhm. Aber ich fand es wirklich faszinierend. Das ist wirklich ein handwerkliches Arbeiten, ne? Ja, das ist wahrscheinlich auf Silberplatte gemacht, mit
Daguerreotypie oder sowas, das ist wahrscheinlich reingeätzt. Ja, glaube ja. Genau, das Verfahren ist ja heute nicht mehr so gängig, weil durch die Daguerreotypie sind damals tatsächlich auch einige Fotografen an Vergiftung gestorben. Ne? Das ist irgendwie hochgiftig, dieses Zeug, wenn ich mich richtig entsinne. Und das wird wahrscheinlich so gemacht worden sein. Total cool, ein total cooles Bild, ja. Ein Unikat. Ein Unikat, wunderbar, ja. Und für mich haben solche Sachen viel mehr Wert, als heutzutage tausende Fotos auf dem iPhone zu fotografieren. Ja, absolut. Man ist ja auch schnell von der Bilderflut überfordert. Ne? Das ist wirklich krass. Und wenn die Kunden deren Bilder bekommen, dann nochmal selber Instagram-Filter drauf machen. Ja. Genau. Ja. Wie ist es im Hessen für die freischaffenden Künstler, Künstlerinnen? Gibt es positive Entscheidungen für 24? Gibt es Gelder? Das kann ich dir so gar nicht beantworten, denn ich würde das, glaube ich, jetzt, das wäre alles noch zu früh, um das zu sagen. Die Frage würde ich dann bei der Politik lassen, einfach, weil ich glaube, so ganz offiziell ist es noch nicht, was daraus erwachsen wird, kann ich jetzt noch nicht beurteilen, aber ich denke, dass wir doch positiver sein sollten als vorher gedacht. Das ist gut. Ja. Das ist schon wirklich gut. Auch wenn man, wie du gesagt hast, was in Deutschland und in die Welt was passiert, muss man das auch schätzen können. Ja, genau. Ja, wir entwickeln weiterhin Formate für Wiesbaden, für die ich mich sehr, sehr freue. Und wir laden einige Künstler ein, die 2024 nach Wiesbaden kommen werden, die abgefahrenes Zeug machen, die coole Sachen machen. Und wo kann man das sehen? Naja, wir haben jetzt letztes Jahr zusammen mit dem Kulturzentrum Schlachthof und der Abteilung Schöne Ferien vom Amt für Soziale Arbeit das erste internationale Karussellfestival auf die Beine gestellt. Das war ein cooles Ding. Ne? Es war im Endeffekt das ist eine Veranstaltung gewesen zum Abschluss der Ferien für Kinder, aber auch für Erwachsene, und es war ein voller Erfolg und planen dann eine Zweitauflage und ich bin sehr gespannt, was da kommen wird. Also wir werden das wahrscheinlich durch Bühnenprogramm ergänzen für Kleinkunst, kleine Auftritte und so weiter und so fort. Und es wird ein schönes neues Festival in Wiesbaden. Und wie lange dauert so eine Vorbereitung? Das kommt, also für die Events kommt es sehr, sehr drauf an. Manchmal ist es ein Jahr in einem Team sozusagen, wo mehrere Projekte zusammenlaufen, aber es gibt auch Formate, die erprobt sind, die man sozusagen schon als Vorlage hat. Und da sind wir auch relativ schnell fertig in einem Monat. Ne? Man kennt es ja, also Kommunikation ist auch sehr wichtig und teilweise dauert es sehr lange, je nachdem, wen du als Kommunikationspartner hast. Und das muss alles gemacht werden, klar. Und hast du einen Überblick über, was passiert jetzt mit dem Theater in Wiesbaden, was jetzt gerade renoviert wird? Da bin ich leider nicht im Bilde. Tut mir leid. Es ist spannend, weil das ist wirklich eine tolle Möglichkeit, daraus was zu machen. Ne? Das ist noch extra. Wird das zur Stadt gehören? Ich bin mir da nicht sicher. Da bin ich mir auch nicht sicher. Ich glaube, da bin ich der falsche Ansprechpartner tatsächlich. Da sind andere Leute an den Schalthebeln. Da bin ich nicht tief genug drin. Und jetzt kommt wahrscheinlich noch die Renovierung vom Staatstheater Wiesbaden und Intendant wechseln. Das wird auch eine spannende Sache sein. Eine spannende Sache sein, ja. Für euch sicherlich auch als Filmemacher und Kulturschaffende auch. Ne? Mal gucken, was da passieren wird. Ja. Auf jeden Fall. Wir haben auch jetzt gemerkt durch unsere Arbeit, wie verwöhnt die Leute geworden sind durch Corona-Zeit. Weil die Filme, wir hatten damals Zeit, es gab Gelder dafür und konnte man wirklich an die Materie rangehen. Aber heute muss sofort, muss schnell, muss mehr und es ist sehr schwierig. Es wird auf jeden Fall, es ist nicht einfach, aber ich glaube, es hilft nicht zu meckern, sondern man muss eher immer das Beste rausholen, auch wenn es manchmal schwer ist. Ich weiß, dranbleiben. Ich glaube, wir haben so die Aufgabe als Menschen, die vielleicht so ein bisschen over the top denken oder out of the box, wollte ich sagen, einfach Menschen zusammenzubringen und Positives auszustrahlen, denn ich glaube, Negatives gibt es auf der Welt genug und ich sehe uns auch irgendwie halt in der Aufgabe auch, wie hier auch zum Beispiel gerade im Moment so eine Kommunikationsplattform zu schaffen und irgendwie Menschen dann doch den Mut zu geben, weiterzumachen und sich von Augenblicken inspirieren zu lassen. Dass wir nicht allein sind. Ne? Dass wir nicht allein sind, ganz genau. Ja.
Und deswegen glaube ich, ist auch wichtig, dass man durch diese Plattform einfach mal andere Leute kennenzulernen von der Branche, dass man damit was zu tun hat. Sage ich mal so, wäre jetzt unser Podcast über Kochen, das wäre eine ganz andere Zielgruppe erreichen. Genau. Und deswegen haben wir gesagt, okay, es gibt selten, dass man auch zum Beispiel von dem Hessen oder dass man mit Künstler, Künstlerinnen im Austausch zu kommen und alles, was damit verbunden ist, weil viele Leute fragen uns auch, ja, wie es ist, Freischaffender zu sein, und man sieht das, was man auf Instagram sieht, aber den Alltag ist kaum zu sehen, die ganze Bürokratie oder die Kommunikation überhaupt, bis ein Projekt zustande kommt. Und das ist ein langes Projekt, langes Zeit. Ja, Und ja, ja. ja, das muss man auch erstmal schaffen können. Im Endeffekt total viel Arbeit, die teilweise wahrscheinlich bis zu mehreren Monaten, bis einem Jahr dauern kann. Und bei Aufführungen, sei es im Bereich Tanz oder Theater, geht eine Vorstellung ungefähr eine Stunde, wenn man es runterbricht. Und man sieht nicht, was alles dahinter steckt. Ne? Mit Kommunikation, Werbung, Abstimmung, Gelder besorgen, Anträge ausfüllen und so weiter und so fort. Ist unglaublich viel Arbeit, was man so überhaupt, was der Besucher vielleicht erstmal gar nicht weiß, aber wir wissen, wie viel Arbeit das bedeutet, und manchmal auch Herzblut auch, ne? Wenn man von einer Idee überzeugt ist, dass man das den Menschen zeigen möchte. Und so, Das ja. stimmt. Und ja, jemand hatte bei uns im Podcast auch schon mal gesagt, naja, wenn ihr schon, nee, ich glaube, das warst du mit Kunst. Wenn man schon in Kunst reingesprungen ist, dass man eigentlich nicht damit rechnet, dass man Geld verdienen soll oder muss. Ja, ich glaube, Ja. im Endeffekt muss man das machen. Wir müssen alle unsere Brötchen bezahlen, aber wenn wir wirklich Geld verdienen wollten, dann würden wir wahrscheinlich irgendwas anderes machen. Wir machen das irgendwie auch aus Überzeugung, weil wir auch weil wir Menschen gut finden, weil wir auch anderen was zeigen wollen, ne, irgendwo. Und jetzt im Falle von mir ist es ja auch halt genauso. Jetzt wenn ich zum Beispiel irgendwas fotografiere oder wenn ich Sachen gestalte, dann ist es nicht in erster Linie der finanzielle Aspekt. Sicherlich ist es schön, wenn was dabei rumkommt, aber es ist halt natürlich auch schön, Menschen zusammenzubringen, und ich nutze es auch als Kommunikationsplattform, um auch Menschen kennenzulernen, die mich dann wahrscheinlich irgendwo auf einer gewissen Ebene weiterbringt. Ne? Sei es körperlich oder halt eben auch geistig. Das ist für mich dann auch immer so eine Art Reise. Ne? Man macht so eine Reise irgendwie, lässt sich von anderen Menschen inspirieren, und du landest dann irgendwo mental oder körperlich irgendwo anders. Und daraus machst du dann wieder irgendwas Neues. Das stimmt. Auch jemand anderer hatte bei uns gesagt, dass jedes Projekt oder jeder Austausch, es ist nie umsonst. Man kann immer was damit mitnehmen. Ja, genau. Muss man filtrieren, aber kann man auch für sich selber was beibehalten. Ja, genau, ja. Und da habt ihr mich jetzt auch gerade, hatten wir auch im Vorfeld so ein bisschen angesprochen, an einer guten Phase erwischt. Ich hatte jetzt also künstlerisch gut ein Jahr Pause gemacht wegen meiner Liebe und wegen meinem Umzug. Und da war jetzt der Fokus eher auf die Innenraumgestaltung und die Gestaltung des weiteren Lebens. Und habe dann aber auch gemerkt, okay, ich muss wieder ein bisschen was künstlerisch machen, weil ich es einfach machen muss. Und habe mich dann halt eben auch angemeldet, bin gerade dabei, eine neue Werkstatt aufzubauen mit den ganzen alten Tools, die ich habe, mit Maschinen und so weiter und so fort, und bin in so einer offene Werkstattgemeinschaft reingetreten. Das ist eine Werkstatt, die man jederzeit gehen kann und die einfach Maschinen zur Verfügung stellt, und du kannst da einfach Sachen machen. Es ist in Mainz oder in Das Wiesbaden? ist jetzt ganz neu in Mainz. Dieses Konzept gibt es auch schon in Wiesbaden, das ist das Makerspace in Mainz, in Wiesbaden-Erbenheim. Funktioniert aber so ein bisschen anders als in Mainz. Und genau, die Werkstatt wird gerade aufgebaut, und da ist halt das Spannende auch, dass da ganz viele Menschen sind, die halt irgendeine kleine Idee haben, von denen du dich aber inspirieren lassen kannst. Ne? Der eine macht was mit Metall, der andere macht was mit 3D-Druck, dann gibt es eine Lasercutter, gibt es eine Fräse und so. Und allein durch die Werkzeuge kommst du manchmal auf neue Ideen, was du sonst noch so machen könntest. Und das finde ich auch jetzt eine spannende Entwicklung quasi, und fange jetzt für mich an, auch selber die Sachen, die ich gemacht habe, nochmal aufzubereiten, die ihr auch schon in eurem Video verwendet habt. Und da wird jetzt einiges kommen, genau, auf Sachen, auf die ich mich sehr freue, von denen ich auch so eine ganz bestimmte Vorstellung habe, wie sie auszusehen haben. Machst du dir vorher eine Skizze oder hast du
Wie fängst du an? Ich gestalte eigentlich eher frei. Ich mache mir vorher eine kleine Skizzenidee und lasse mich dann aber vom Augenblick oft inspirieren, aber auch manchmal sogar von Musik tatsächlich. Ich lasse dann irgendwas laufen, was irgendwie gerade in meine Stimmung passt und wo ich auch einfach so beim Fokus, beim Sujet bleiben kann und daraus entsteht dann irgendwie Form und Farbe und wenn ich denke, dass es fertig ist, dann ist es fertig. Also ich mache selten irgendwas nach Auftrag oder sowas, weil das macht mir im Endeffekt auch keinen Spaß. Das ist dann so Arbeit ist dann. Das klingt ist Arbeit, ja klar. genau. Das hatte ich schon und das will ich zum Beispiel nicht nochmal haben. Ja, genau. Wo ich jetzt zuletzt Sachen jetzt nicht nach Auftrag, aber nach einer gewissen Idee gemacht habe von anderen, war eine Zusammenarbeit letztes Jahr im Januar. Da haben wir in Frankfurt im Leica Store fotografiert, so einen Workshop gemacht mit 3 Models und einer Redaktion und so. Das war cool. Ne? Da hatte ich eine freie Wahl, was so gestaltet und angezogen wird. Und genau, das war dann so halb-halb. Aber sowas macht dann auch Spaß, ja, natürlich. Das kann ich mir vorstellen. Das war auch mit einer Künstlerin, sie sagte eben, es ist schwierig, in eine Label zu gehen für Musik, weil anschließend bist du gar keine freie Künstlerin. Ja, genau. Du bist dann ein Produkt. Genau. Und das Ganze, worum du angefangen hast, ist verloren gegangen. Ja, genau. Und das brauche ich zum Beispiel bei der freien Gestaltung nicht. Ne? Ich habe jetzt auch bei der Kulturarbeit, beim Eventmanagement habe ich einen vorgegebenen Rahmen, in dem ich agieren kann, in dem ich Sachen machen muss, aber auch selber entscheiden kann, was wird denn jetzt gemacht. Und in meiner freien Zeit als frei schaffender Künstler brauche ich das zum Beispiel nicht. Da brauche ich eine absolute Freiheit und den Fokus auf das, was ich wirklich machen möchte. Und dann habe ich was gestaltet und dann kommen Leute auf mich zu, wie ihr zum Beispiel, und dann lernt man sich irgendwie kennen und schenkt einem ein Lächeln und dann daraus machen wir wieder irgendwas Neues, zum Beispiel ein Interview. Wunderbar. Und dafür sind wir wirklich sehr dankbar, dass Genau. du dir auch die Zeit genommen hast. Und ja, es ist wirklich interessant, auch anderen Menschen mehr kennenzulernen. Weil manchmal durch unsere Arbeit, wir haben viele Begegnungen, aber es ist nur basiert auf ein Projekt. Und Ja. manchmal denkst du so, oh, schade, hätte gerne mehr Wissen oder ja. Und einfach mal zu sagen, okay, lass uns mal Kaffee trinken, es ist ein bisschen, ja, Ja, vielleicht genau, einen Podcast zu machen, da kann man mehr erfahren. Ja, naja, ihr seid ja eigentlich auch, wenn ich richtig liege, auch ehemalige Tänzer oder noch Tänzer, ne? Glaube ich sogar. Zack ist noch Tänzer. Ich bin ins Rente. Von daher seid ihr auch da sozusagen aus der Szene sozusagen, ne? Und wisst, wie die Leute funktionieren. Und deswegen macht ihr auch wunderbare Filme. Und das sieht man auch. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja, wir hatten auch mit anderen Fotografen, die von anderer Branche kamen und fragten, aber es ist doch leicht, mit Tänzerinnen zu arbeiten. Ne? Ja, habe ich gedacht, nein, überhaupt nicht. So unbemerkt, du bist in einem Saal mit denen, so besser ist es. Du bist wie beim Safari. Ja. Und erstmal Camouflage-Sachen, am besten Sakura zieht das ganze Trikot und Spitzenschuhe und alles drum und dran. Nein. Aber wenn die wissen, dass du dieselbe Sprache sprichst wie denen, dann ist es einfacher, dieser Austausch und den Vertrauen Total. aufzubauen. Und, genau, also sowohl im Film als auch bei der Fotografie finde ich, also ich mache das zum Beispiel sehr respektvoll. Ich habe auch schon ein paar Künstler fotografiert oder Leute, die Kulturschaffende sind und die wollen sich auch nicht immer fotografieren lassen, weil also ich finde, wenn du einen Film machst oder ein Foto machst, dann nimmst du deine Perspektive ein, aber du weißt nicht, ob die Person, die vor dir steht, damit einverstanden ist. Und ich finde halt sowohl beim Film als auch bei der Fotografie, jetzt hat was viel mit Respekt zu tun. Irgendwie, ne? Du musst die Menschen da abholen, wo er ist und wo er dann wirklich auch damit einverstanden ist, dass du ihn fotografierst oder filmst, weil der will unter Umständen vielleicht auch nicht sich so zeigen, wie du ihn zeigen möchtest. Von daher ist so eine Augenkommunikation auch immer sehr, sehr wichtig beim Filmen, beim Fotografieren. Und deswegen ist das Analoge auch zum Beispiel für mich besonders wertvoll, weil du nicht tausende Bilder schießt und dann das Beste raus, sondern du hast vielleicht maximal 36 Bilder auf einem Kleinbildfilm oder 12 beim Mittelformat und dann überlegst du dir vorher, was mache ich denn für ein Bild jetzt eigentlich, ne? Und das ist auch so das Spannende zum Beispiel beim Fotografieren, finde ich. Es ist verrückt, weil bei Analog die Arbeit ist vorher,
bei digital, Ja, genau. die Arbeit ist nachher. Genau, könnte man auch so sagen, ja. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, eine Pause zu machen, oder? Ich glaube, es ist jetzt, und damit wir nochmal neu starten können. Ja, cool, ja. Alles klar. Und Cut. Cut. Okay, du darfst, Zachary. Ja. Mhm. Oh yeah, Ja, oh yeah. Zack, alles klar. zack, bam, zack, bam. Ja, Porträtfotografie. Auch wenn wir eine neue Kunden haben, es ist immer diese Frage, ja, wie viele Fotos macht ihr, wie viel bekommen wir, wie ist es, dieser Vertrauen. Und Porträt für uns ist sehr persönlich. Und in dem Fall geht nicht um unser Foto, sondern wie der Mensch sich wieder sieht. Und es ist immer so, dass wir anschließend immer auch gemeinsam die Fotos uns aussuchen und nicht diese typische klassische Pause. Ja. Ich melde mich in 2 Wochen, schicke ich Fotos und der Person denkt mal, das bin ich aber nicht. Und deswegen versuchen wir das zu vermeiden, weil wie du gesagt hast, Porträt ist sowas von Persönliches. Ja. Und heutzutage mal schnell irgendwo ein Porträt zu machen und dann innerhalb von Sekunden ist überall im Netz. Ja, so ist es. Gefährlich. Genau. Ja, total gefährlich. Zu diesem Punkt kann ich auch noch was Spannendes erzählen. Letztes Jahr war ich mit meiner Frau im Senegal gewesen, Westafrika. Es ist ein sehr, sehr wunderschönes Land. Aber abgesehen davon, ich habe auch meine Kamera mitgenommen dort, aber da habe ich schnell festgestellt, die Menschen dort wollen sich zum Beispiel gar nicht fotografieren lassen, weil dort gibt es ja auch Touristen oder halt weiße Leute, die das irgendwie als Motiv nehmen gerne. Ne? Und die waren sozusagen, man hat es schon gesehen, also das waren Menschen, die wirklich sehr, sehr stolz sind, die wollten sich fotografieren lassen, weil man musste erstmal ganz, ganz höflich fragen, wenn überhaupt. Und da habe ich nochmal irgendwie so gemerkt, wie respektvoll man manchmal auch mit Fotos umgehen muss, ne? Oder mit Menschen, die du halt fotografierst. Das ist mir dann nochmal ein bisschen bewusst geworden. Und ein Foto zu machen kann auch was Besonderes sein, weil du in dem Augenblick im Endeffekt die Zeit anhältst und die Person so abbildest, wie du sie siehst. Ne? Und die muss aber nicht immer damit einverstanden sein. Und diese Bilderflut, die wir jeden Tag haben, ist natürlich auch irgendwie ein bisschen schrecklich teilweise, so mit TikTok und den ganzen Kram. Es gibt natürlich auch viele positive Sachen, aber ja, so die Entwertung des Bildes ist schon im letzten Jahr sehr, sehr bemerkbar gewesen, finde ich. Ne? Jetzt durch Midjourney und die ganzen künstlichen Intelligenzen und so weiter. Ja. Und für die neue Generation glaube ich, das ist auch sehr schwierig, das auseinanderzusetzen. Auch dieser Zugang zum Internet und was nutze ich im Internet. Ja, ich glaube, es ist wirklich schwierig, denen auch zu sagen, okay, es gibt eine gewisse Schema, wie überhaupt dieses Sozialnetzwerk funktioniert und wie du das unterstützt oder nicht. Ein 25-Jähriges hat ein anderes Profil als eine 12-Jährige. Aber sie sieht bei der 25-Jährigen, dass sie wahnsinnig viele Followers hat. Aber sie versteht nicht den Hintergrund. Ja. Und manchmal ist es wirklich diese graue Zone. Es ist sehr gefährlich. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, durch die sozialen Netzwerke sind wir auch in der Lage, viel mit Menschen in Verbindung zu treten. Ne? Also das hat ja auch durchaus viele positive Aspekte. Oder halt, wenn du zum Beispiel Werbung machen möchtest. Für mich ist das auch irgendwie auch so eine reine Kommunikationsplattform zwischen Menschen, die ungefähr das Gleiche machen oder in die gleiche Richtung gehen, aber auch irgendwie vielleicht ein Stück weit Werbung. Das hat schon gewisse Vorteile. Aber sicherlich ist es auch natürlich kritisch zu betrachten. Wenn du zum Beispiel in Paris bist, in Sacré-Cœur, ich habe das beobachtet zuletzt, ich war da oben on the hill und habe Menschen gesehen aus aller Welt, Massen, und die haben sich gar nicht das angeschaut, was da vor ihnen steht, sondern haben durchs Handy geschaut und haben eine Gesichtsveränderung gemacht für das Bild, ne, im Hintergrund. Das fand ich irgendwie so, das hätte ich auch gerne fotografiert, aber dann habe ich mir gedacht, dann reihe ich mich in eine Reihe so mit diesen Menschen irgendwie, und das sind wirklich so, also man nimmt das gar nicht mehr so mit den Augen wahr. Du gehst auf ein Konzert oder du gehst irgendwie, du siehst wunderbare Dinge und du nimmst das gar nicht wahr, sondern guckst, wie sieht das denn auf diesem Bildschirmchen aus, und du machst dazu teilweise ein sehr skurriles Gesicht.
so eine Kälte, ist das für mich irgendwie auch so was Witziges teilweise, auch manchmal. Sicherlich will man einen Augenblick festhalten, aber da hat sich in den letzten Jahren schon ein bisschen was getan. Oh ja. Ja, Oder es ist fast wie ein Klischee, aber das ist, wenn das Essen im Restaurant kommt, wird man das fotografiert, genau. Ja, zum dann Beispiel, wird man alle Gruppenfoto, alle lächeln und dann sofort wieder ins Handy reinzuschauen. Ja. Und dieser menschliche Austausch, einmal mal zu sagen, okay, lass uns mal, solange wir hier miteinander sitzen und sprechen, weil die Zeit ist so kostbar, Ja. das wirklich wahrzunehmen und zu nutzen und nicht halt ständig, weil du merkst, dass es irgendwie in einen Rhythmus reinkommt und du merkst, der Mensch geht irgendwo verloren. Ja. Ich stelle aber immer wieder fest, wenn man sich mit Menschen oder auch mit, ich meine, der Normalgesellschaft unterhält, das ist ein scheiß Wort, aber mit gewöhnlichen Menschen unterhält, aber auch mit Menschen, die zum Beispiel irgendwie was mit Kunst am Hut haben. Ich glaube, so dieses Papierbild, dieses Besondere ist immer noch viel wert und das merkt man auch. Also wenn du wirklich jemandem was in die Hand geben kannst, was du anfassen kannst. Das haben wir über Jahrhunderte gemacht und das ist jetzt verloren gegangen. Aber ich glaube, das steckt immer noch in uns. Wie zum Beispiel also, wenn du halt Polaroids machst oder sowas, ne? Wenn du wirklich so ein Polaroid jemand in die Hand gibst und so, dann, oh, ist das cool und so weiter. Das ist immer noch was Besonderes, muss ich immer wieder feststellen. Wir hatten jetzt so einen Künstler gehabt auf dem letzten Festival, das heißt Camera Minutera. Das war früher so eine Box, die man an Stränden oder an Touristenorten aufgestellt hat, so in den 20er, 30er Jahren. Und da wurden die Bilder in der Kamera selbst entwickelt. Das heißt, die Kamera war auch Dunkelkammer. Also der macht quasi ein Bild auf Fotopapier, es entsteht ein Negativ und macht nochmal ein Bild vom Negativ, sodass ein Positiv entsteht. Und das entwickelt er in der Kamera selbst. Und da habe ich beobachtet, also was macht das mit einem Menschen, wenn er fotografiert wird. Und der hat das den Leuten in die Hand gegeben und mit einem Lächeln, strahlend, sind die dann weitergegangen. Das sieht man dann immer noch, dass man sich dann doch irgendwie so ein einzelnes Bild Unikat dann doch irgendwie freut. Ne? Und ich glaube, dass wir nochmal in der Zukunft auch sowohl im Film als auch in der Fotografie so ein Stück weit zurückgehen werden, weil uns das alles zu viel wird irgendwann mit dem Digitalen. Und man wird dann wieder das Produkt zu schätzen wissen. Ich bin auch manchmal im Austausch mit so einer Zeitschrift, die heißt Silver Grain Classics. Ich glaube, mit denen hatte ich auch schon teilweise Kontakt. Und die fokussieren sich wirklich nur auf analoge Verfahren, ne? Sowohl im Film als auch bei der Fotografie. Und die Kunden, also die das kaufen, sind erstaunlicherweise nicht Leute über 80 mit alten Leicas oder so, sondern eher wirklich junge Menschen, so um die 20, die dann wirklich sozusagen jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, ich kann mit der digitalen Welt nichts anfangen, sondern eher, ich will das selber entwickeln, interessiere mich für das Handwerkliche. Und das ist schon bemerkenswert. Also, ne? Und ich glaube auch durch Vertrauen, weil wem gehören die Fotos, die im iCloud sind? Ja, genau. Wer hat den Zugang für diese persönlichen Sachen? Wenn mir sowas so viel wert ist, warum soll ich das mit der ganzen Welt indirekt auch teilen? Ja. Ne? Und ich glaube, das ist auch mal solche Sachen, wo man denkt, okay, wo ist die Privatsphäre? So, jetzt kommt eine Lieblingsfrage von Zachary. Bin gespannt. Ja. Stell mal. Ja. Okay. What is your... Yes, what are you up to right now? What are you inspired by? What are you listening to? What are you reading? And what are you watching? All right. I don't watch TV since I think almost like 20 years. I don't have a TV at home because I don't. Du schaust nicht in dem Ferne. No. Diese Rohr. Selected films. Right now, I'm very inspired by my wife, my upcoming wife, actually, and Congrats. my kid, who is 11 years old now, Leonidas, and I'm very happy to visit my new workshop now, which I was building up for almost 1 month now. It's getting ready. It's going to be ready like in 2 weeks or something, and then I start to create new things. What I'm really looking for. That's cool. So people can see it on the internet, on Instagram, right? First of all. I'm going to load up some new stuff there, like maybe in 2 or 3 months, new creations. And this inspires me right now, and I'm looking forward to it right now. Ganz einfach Deutsch.
Und was liest du zurzeit? Ich lese zurzeit, lass mich mal kurz überlegen. Außerhalb von deiner Arbeit. Da liest du viel. Ich lese weniger, ich höre mir im Moment viele Beiträge bei Deutschlandfunk Kultur an. Während ich frei gestalte zum Beispiel, da gibt es wirklich sehr viele kreative Beiträge und sehr viel interessantes Zeug. Das ist auch sehr inspirierend übrigens. Und zum Einschlafen eher Kriminalhörspiele. Sehr entspannt. Ja. Das ist sehr entspannt. Genau. Und zuletzt hatte ich ein Buch in der Hand, das war tatsächlich über die Geschichte der Fotografie. Da habe ich nochmal so ein paar Verfahren recherchiert und mich von Dingen inspirieren lassen, die da so drin gestanden haben. Toll. Und andere sehr, sehr, sehr tolle Frage von Zachary. What is your happy space? My happy space Yeah. is definitely my home, my new home, which I created with my wife right now, like with a lot of new furniture stuff and some design classics which we selected, and we were very happy to be there. So it feels like home. Yeah. Perfekt, wir sind fast zu Ende. Jetzt hast du die Möglichkeit, jemanden zu nominieren. Und wem würdest Alright. du darfst hier die Nominierung machen. Okay, ich habe mir noch keine Gedanken gemacht. Das ist eine spontane Frage. Aber ich glaube, wenn ich gerne nominieren würde, ist Susanne Wagenbach von Kreativwerkstatt Klotz und Quer. Das ist eine Frau, die lebt in Mainz und gestaltet Möbel auf eine sehr kreative Art und Weise. Kommt eigentlich aus einer ganz anderen Ecke und hat sich durch ihre Kreativität und weil sie einfach keinen Bock, glaube ich, auf die normale Arbeit mehr hatte in front of the computer, wollte sie wieder was mit der Hand machen und macht jetzt Möbel. Entwirft Möbel und mit einem wirklich großartigen Ansatz und die finde ich total kreativ und ich würde mich freuen, wenn die auch hier sitzen würde. Perfekt. I think we actually have one of her pieces here in this house. Really? Do we? Show you Susan. after. All right. Yeah? Mhm. Anyway. Aha, okay. Und die letzte ist, hättest du Fragen an uns? Ja, vielleicht würde mich auch mal interessieren, was sind denn Projekte, die euch oder was sind die Projekte, die euch in der Vergangenheit am meisten am Herzen gelegen haben und worauf freut ihr euch in der Zukunft an Projekten? Habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, das ist eine Zusammenarbeit, auf die ich mich freue? Dieser Typ oder diese Frau ist besonders bemerkenswert und ich freue mich, mit ihr zusammenzuarbeiten. Soll ich zuerst? Okay. Ja, es ist spannend, interessant, weil jeder Projekt an sich ist sehr unterschiedlich. Die Begegnungen, die Thematiken, Hintergrund sind unglaublich verschiedenes. Natürlich, wo wir am meisten uns daran freuen, das sind neue Sachen zu entwickeln oder mitentwickeln zu können und das zu begleiten und einfach während des Prozesses dabei zu sein und dieser persönliche Austausch. So mehr Zeit du mit jemandem investierst, so besser du jemanden kennst und fühlst du dich wohler. Und es ist sehr schwierig manchmal, dass die Leute uns hinter der Kamera sehen, aber es ist mehr als nur auf den roten Knopf zu drücken. Einfach mal jemanden willkommen zu lassen, Vertrauen zu geben und es ist nicht einfach mal so, okay, ich bekomme Geld dafür und drücke den Knopf und das war's. Für mich persönlich, ich kann mich sehr gut daran erinnern und das war wirklich eine tolle Erfahrung. Das war ein Projekt mit C.D. Larby und Mark Brun. Und das war sehr intime Arbeit. Wir waren zu viert in einem Studio und es ging darum, von Mark Brun den Autounfall nachzustellen. Durch Choreografie und Text und wie das alles zustande gekommen ist. Und mit C.D. Larby war ja toll, dass er an den Mensch rangegangen ist und versucht, diese Pandora-Box aufzumachen.
und nicht zu wissen, wie wird das überhaupt, an einer Trauma daran zu Schwieriges arbeiten. Thema, definitiv. Ja, ja, klar, natürlich. Ja. Aber das fand ich für mich, dieses Projekt sehr, die Möglichkeit dabei zu sein und das aufzufangen. Ja. Und das ist so intim. Das sind die ersten Skizzen von einem Künstler, Künstlerin. Und das finde ich viel spannender als das Endprodukt. Ja. Naja, aber ich meine, ihr seid ja zwei sehr sympathische Typen. Ich glaube nicht, dass ihr Schwierigkeiten habt, auch Menschen da abzuholen, wo sie sich dann einfach wohlfühlen. Es gibt Filmemacher, es gibt auch Fotografen, die machen tolle Bilder, aber die sind sozial eine Katastrophe, zum Beispiel. Aber die Befürchtung habe ich bei euch zum Beispiel nicht. Von daher, Vielen Dank. Ja. Danke. Zachary, willst du was noch ergänzen? Das war gut? Okay. Können wir so lassen? Yeah. Oder du schneidest mich raus? I think myself out. I'm trying not to talk too much. Alright. Okay, und ich glaube, wir sind soweit. Cool. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen Thanks for hast. having me. Thank you. Okay, perfekt. Danke. Cut.